Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute gibt es ein vegetarisches Gericht aus dem Vorderen Orient, Shakshuka. Es ist einfach und relativ schnell gemacht. Eine große Paprika wird vom Strunk befreit. Dazu schneide ich einfach drum herum. Allerdings achte ich darauf, alle Kerne zu entfernen, da sie hart sind und bleiben. Die Teile schneide ich in mundgerechte Stücke. Zu kleine Stücke machen nicht nur beim Schneiden, sondern auch beim Essen zu viel Mühe. In eine Pfanne gebe ich etwas Öl und die Paprikastücke. Da meine Pfanne sehr heiß ist, gebe ich auch noch etwas Wasser hinein. Die Paprika wird gesalzen, Deckel drauf und bei geringer Hitze schmoren gelassen. Und zwar so lange, wie ich brauche, um eine große Gemüsezwiebel in ebenfalls mundgerechte Stücke zu schneiden. Auch hier gilt, bloß nicht zu viel Arbeit machen. Die Zwiebel wird zur Paprika gegeben und etwas untergerührt oder auch nicht. Es spielt im Grunde keine Rolle. Das Ganze lässt man nun kurz schmoren, dann gibt man einen Teelöffel Kumin dazu sowie 1 bis 2 Teelöffel Harissa, je nachdem wie scharf gewürzt man sein Essen bevorzugt. Nun wird eine kleine Dose stückiger Tomaten dazu gegeben. Das Gemüse wird ungefähr 15 bis 20 Minuten lang geschmort, und zwar bis die Paprika wirklich weich ist. Damit nichts ansetzt, sollte ein Deckel aufgelegt werden, denn sonst verdunstet zu viel Feuchtigkeit. Wer Lust hat, kann in dieser Zeit Fladenbrote backen, die man dazu essen sollte, wenn man es authentisch halten möchte. Sind die Paprika schön weich, werden die Eier im Gemüse gegart. Dazu gebe ich ein Ei in einen kleinen Behälter. Mit der Rückseite einer Soßenkelle drücke ich den Pfanneninhalt auseinander, gebe das Ei in die Kelle, welche ich nun wegziehe, sodass das Ei in die Lücke rutschen kann, welche die Kelle im Gemüse geschaffen hat. Das Ei lässt man nach persönlicher Vorliebe garen. Die Garzeit ist ungefähr genau so lang wie bei gekochten Eiern. Man gibt einen Deckel auf die Pfanne und nach ungefähr 2 Minuten kann man die Hitze abschalten und lässt die Eier in der Pfanne gar ziehen. Die Pfanne bleibt heiß genug. Ein kleiner Test mit dem Finger. Die Eier sind noch etwas weich und nach einer Weile sind die Eier gar und es kann gegessen werden. Man kann das Shakshuka auch in kleinen Portionspfannen in den Backofen stellen und dort die Eier garen und direkt aus dem Backofen auf den Tisch stellen. Ich gebe das Shakshuka nun in vorgewärmte Formen und ich verteile das Gemüse und die Eier. Ganz zum Schluss gebe ich noch ein Stück Ziegenfrischkäse dazu. Dieser braucht nicht erwärmt zu werden. Man sollte ihn aber auf keinen Fall weglassen, denn er rundet das Essen ab. Dazu gibt es das besagte Fladenbrot. Baguette kann man aber auch dazu reichen. Das Essen ist sehr würzig, wobei der Kumin dem Gemüse eine fruchtige Note verleiht, die durch das Harissa in Schärfe verwandelt wird. Ei und Frischkäse mildern das Ganze wieder ab und versorgen uns mit Proteinen. Probiert es einmal aus. Zutaten und Mengenangaben sind wie immer unten in der Infobox und wie immer guten Appetit!